Verspannungen und Verengungen beim Trompetespielen haben immer klangliche Auswirkungen. Ganz egal, ob der Klang zu leise wird, ob er quäkig klingt oder du beim Spielen das Gefühl hast, dass es unglaublich anstrengend ist, du also gegen einen großen Widerstand spielst. Wie kann man das Ganze jetzt trainieren, dass der Hals eben aufgeht, dass die Lippen entspannter und lockerer einschwingen? Wenn du bemerkst, dass der Hals eng ist, dann empfehle ich dir, ein paar Hilfsmittel zur Benutzung, damit du eben das freie und offene Spielgefühl entwickeln kannst. Ein Stück Schlauch hilft uns immer sehr viel weiter. Sobald du diesen in den Mund steckst und atmest, merkst du automatisch schon, dass der Kehlkopf aufgeht. Du kannst es auch mit 2 Fingern benutzen, die du zwischen deine Zähne positionierst. Auch da ist der Kehlkopf sofort weit offen. Nicht nur beim Einatmen, und das waren eben jetzt Übungen fürs Einatmen, ist auch das Ausatmen entscheidend. Wenn man zum Beispiel dann diesen Schlauch im Mund hat, hat man automatisch den Vorteil auch, dass man die Luft frei hinein und auch hinaus bekommt. Und du wirst merken, wenn du diese Übungen machst, dann hast du automatisch gleich einen ausgeglichenen, ausgewogenen, viel runderen Trompetenton. Er ist nicht forciert oder schreiend, sondern er wird einfach sehr angenehm und voluminös. Natürlich gibt es auch andere Gerätschaften zum Trainieren der Ausatmung, wie zum Beispiel diese Trainingsgeräte. Da kann man letztendlich trainieren, Luft nach außen zu bringen. Das ist nicht speziell für uns Trompeter entwickelt, aber letztendlich geht es eben um die Aus- bzw. Einatmung. Auch da haben wir wieder den Effekt, der Kehlkopf geht auf. Wenn man eben richtig ein- bzw. ausatmet in dem Fall, dann flattert diese Kugel so. Dann weiß man automatisch über das akustische Feedback, okay, ich mache es richtig. Letztendlich ist es aber auch so, wenn du auf Trompete spielst, hast du ja die Trompete immer dabei. Das heißt, auch hier haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel das Mundstück abzunehmen, die Wasserklappe aufzumachen und dann. Hier haben wir den gleichen Effekt wie mit dem Stück Schlauch, den 2 Fingern. Wir atmen ein. Es ist wie eine Art Einstaunen, also es ist wirklich alles offen. Und jetzt ist es eben wichtig für uns Trompeter, weil nicht oft das Einatmen das Problem ist, sondern das Ausatmen. Und hier ist eben meist dann der Fall, dass der Stimmbandverschluss dazukommt und man eben so gegen einen engen Hals spielt, der automatisch natürlich dann den Ton nicht klingen lässt, etc. pp. Wenn wir solche Übungen machen, kannst du es natürlich auch direkt auf die Trompete übertragen. Das heißt, du machst zum Beispiel 5-mal diese Schlauchübung, hier ist er, und dann spielst du sofort einen Ton auf der Trompete, C2 zum Beispiel, also 5-mal die Übung. Wunderbar offen, man ist richtig weich, man merkt auch durch dieses viele Atmen, dass der Hals hier kalt wird. Und dann klingt der Trompetenton eben im Forte offen, voluminös, so wie es letztendlich sein soll. Du kannst das auch immer in deine Trompete üben mit einbauen. Sobald du merkst, dass du eng wirst, machst du die Schlauchübung. Passe auch auf, und das möchte ich nicht verpassen, in diesem Video zu erwähnen, wenn du mit Überdämpfer spielst, spielst du ja gegen einen natürlichen Widerstand. Ansonsten würde der Dämpfer ja nicht abdämpfen. Das heißt, wenn der Überdämpfer in deiner Trompete sitzt und du mal richtig versuchst, ein Crescendo zu spielen und laut zu werden, merke ich am Ende jetzt, dass der Hals eng wird. Klar, ich blase viel mehr Luft rein, als letztendlich dann durch diese kleine Öffnung hier beim Überdämpfer rauskommt. Das ist zu viel. Wenn du mit Überdämpfer spielst, justier dir den Punkt aus, wo du eben genau im Klang bleiben kannst und das Spielgefühl hast, dass die Luft rauskommt. Und so weiter und so fort. Also das war jetzt alles so an der Kante gespielt, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bekomme die Luft los. Hätte ich jetzt ein Crescendo gezogen, hätte ich gemerkt, okay, jetzt entsteht hier wieder dieser Druckpunkt, das heißt, der Hals wird eng. Also sei vorsichtig, wenn du mit Überdämpfer spielst. Es gibt da unterschiedlichste Modelle, manche lassen mehr Luft durch, dämpfen dafür nicht so gut ab, manche dämpfen gut ab, lassen weniger Luft durch. Also da musst du eben einfach individuell schauen, was bei deinem Dämpfer und dir die beste Lautstärke ist, das beste Spielgefühl ist, dass es eben noch frei rausgeht. Wenn du beim Trompete spielen bist, empfehle ich dir immer, wenn du zum Beispiel so eine kleine Übung spielst,
mach die auch mal so. So, jetzt haben wir wieder trainiert, uns ein offenes Spielgefühl angeeignet. Und es klappt sofort besser. Also immer so dieses Trainieren von Trompetenspiel, Luftfluss. Trompetenspiel, Luftfluss wird dich dazu befähigen, mit offenem Hals zu spielen, Blockaden zu lösen und insgesamt einen besseren Trompetenton zu entwickeln. Ganz egal, ob in der tiefen Lage, Mittellage oder hohen Lage, du profitierst davon, dass keine Blockaden mehr beim Spielen in deinem Hals, in deinem Oberkörper, im Mund- und Ansatzbereich vorhanden sind. Ansatz ist gleich das nächste Stichwort. Wenn du Probleme mit dem Ansatz hast, das heißt, dass du zum Beispiel merkst, okay, es ist alles viel zu eng, viel zu angespannt. Du entwickelst vielleicht sogar Verspannungen, die sich in den Halsbereich hinausstreuen. Dann solltest du dir unbedingt Gedanken machen, deinen Ansatz umzustellen, am besten mit deinem Lehrer oder einem Profi, der eben in dem Bereich spezialisiert ist, damit du eben den Ansatz erstmal optimierst und dann das Gelernte von Luft, freier Luftführung etc. dann idealerweise auf der Trompete auch nutzen kannst. Wenn alles viel zu eng, viel zu verkrampft ist, dann wird sich dein Klang nicht verbessern. Das ist klar, das ist ein Ansatzproblem. Das andere, was ich jetzt am Vorfeld angesprochen habe, vor dem Ansatzproblem, ist letztendlich Blockaden, Verspannungen und letztendlich muss man dann mit solchen Übungen in Art und Weise, wie ich es ja gerade eben gezeigt habe, dagegen atmen, damit man eben wieder frei und locker wird und damit es dann hier bei der Trompete vernünftig klingen kann. Hast du Fragen zu dem Thema? Dann schau ab in die Kommentare oder schreib mir persönlich. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Trompetentraining. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Bis dahin, ciao, euer Nico.